das Wasser hat ein Gedächtnis. Und das Wasser hat auch so eine Intelligenz, viel mehr wie die Luft, nicht? Das Wasser es ist eine kosmische Sache. Das Wasser hat es ihm angetan. Er beobachtet es, er belauscht es, er spricht mit ihm und er lernt von ihm. Das Wasser ist das Element von Johann Grander. Er ist weit über die Grenzen seines Heimatlandes Tirol hinaus bekannt, als der Erfinder des belebten Wassers. Er ist kein Esoteriker. Er glaubt an die Physik, allerdings nicht an die im Lehrbuch, sondern an seine eigene, die in ihrer Form einmalig ist. Er verändert Wasser und das von ihm veränderte Wasser kann seine positive Kraft wiederum auf anderes Wasser übertragen. Wie er das Wasser belebt, ist sein Geheimnis, aber sonst kann man mit ihm über fast alles reden. Die kurze Zeit, wo wir da sind, ist für uns eine Lehrzeit. Und wir sind eigentlich alles Lehrlinge. Jeder. Und wenn einer ein paar Mal einen Professor hat, er ist nur ein Lehrling. Jeder Mensch ist ein Lehrling. In seiner Lehrzeit auf Erden hat Johann Grander etwas erfunden, für das ihm nicht zuletzt hypermoderne Industriezweige mehr als dankbar sind. Sie sparen nämlich jede Menge Chemikalien ein. Die erste Untersuchung, wo der Grander noch nicht eingesetzt hat, war das Wasser also gesundheitsgefährdend. Sehr viele Millionen Koli und Koliformen in 5 Milliliter Wasser nachzuweisen und bei den letzten Untersuchungen mit Grander-Gerät waren keine Koliformen mehr vorhanden. Vorher mussten wir nach 3 Monaten das Wasser entsorgen, weil es einfach umgekippt war, nicht mehr erträglich war, vom Geruch her, Bakterien waren drin. Jetzt haben wir keine Bakterien mehr drin. Erst nach 7 Monaten haben wir zum ersten Mal das Medium wieder erneuert. Die Entsorgungskosten haben sich verringert um die Hälfte. Wir haben weniger Chemie, wir sparen auch Chemie ein. Im Grund einfach speziell. Auf der Suche nach einer geeigneten Grundsubstanz für sein belebtes Wasser stieß Grander vor 2 Jahrzehnten auf eine Quelle in einem aufgelassenen Kupferbergwerk. Sehr schnell war ihm klar, dieses Wasser ist etwas Besonderes und es wird die Basis für seine zukünftigen Experimente sein. Wir haben 2-mal ein Wasser umgekriegt von den Stollenwasser und haben es unter das Mikroskop und da habe ich gesehen, dass da so viel Mineralien so glänzt hat. Und das letzte Mal sind die ganzen Mineralien Hunderte von wunderschönen Kreuz gewesen, nur Kreuz, Hunderte. Granders Biografie ist ein Stück Zeitgeschichte. Seine Jugendjahre waren ärmlich, an Schulbildung war nicht zu denken. Gegen Kriegsende waren Kinder als Arbeiter gefragt. Ich bin ja gerade 7 Jahre zur Schule gegangen, Volksschule nicht. Weil mit 13 Jahren bin ich schon Traktor gefahren, Holz gefärscht. Und von der Kreisleitung habe ich einen Schrieb gekriegt, dass ich fahren kann, nicht? Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau. Es gab Arbeit und der junge Grander machte die Begegnung seines Lebens. Ja, das war so, ich habe eine Freundin gehabt in Vorarlberg und das war seine Schwester, die Kathi. Und mit der bin ich mal reingefahren und da habe ich natürlich einen Hans kennengelernt. Und es hat natürlich gleich gefunkt und wir sind beieinander geblieben. Er war ja ein fescher Bursch und die haben gern mögen nachher, nicht? Und anscheinend habe ich ihm auch gefallen, nicht? Mein Mann hat bei einem Obsthändler gearbeitet und da hat er am Eis wegfahren müssen. Zuerst mit einem Motorradl, da hat er ja kein gescheites Gewand gehabt. Da hat er sich eine Illustrierte da reingemacht, damit der Wind nicht so durchzieht, nicht? Da haben wir auch viel Überstunden gemacht, weil Tag und Nacht, gell. Ich habe einen Lohnzettel aufgehalten, weil da sind 420 Stunden drauf. Die will ich heute noch. Und im Sommer ist es so gewesen, bin ich die Heidelbeeren gegangen
und habe Heidelbeeren gebracht und die hat er mitgenommen nach Bad Gastein. Bei der Enten haben wir am meisten gekriegt davor. Ja, aber so haben wir dann Häusl gebaut und das muss ich auch sagen, die Familie hat allweil fest zusammengeholfen. Die Frau auch, das ist, und die Kinder dann. Und, eine ehrliche Familie, was zusammenhilft, das ist was Starkes. Gell? Und haben wir alles selber gemacht. Ich habe gesagt, es wird auch kein Steuer da ein Haus drin sein, was ich nicht auch in der Hand gehabt habe. Gern gesehener Gast im Hause Grander ist der bekannte Sänger und Ex-Skirennläufer Hansi Hinterseer, der im benachbarten Kitzbühel lebt. Ihr Gesprächsthema: Gott und die Welt. Der eine, der leidt's nicht. Also ich bin begeistert vom Hans, wie er die Sache angeht, wenn man mit ihm reden kann, wenn man sich zusammen besitzt, das tut richtig gut, das geht durch einen durch, das beruhigt, das hat Hand und Fuß, was er sagt, und einfach der Glaube zu Gott, das ist eher für mich genauso viel wert, und ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Nicht nur der Ex-Skistar, sondern auch aktive Sportler wie die Weltmeister im Kunstradfahren Michael und Heiko Rauch und ihr Therapeut Bernd Laudenbach setzen Granders Technologie ein. In der Hauptsache kommen hier Leistungssportler hier an, die nach frischen Verletzungen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sein wollen für Trainingsvorbereitung, für Wettkampfvorbereitung. Und da wende ich die Grander Technologie an, um die Zeit mit Hilfe der Grander Technologie, die ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Therapie ist, um eigentlich mindestens die Hälfte der Zeit verkürzen. Zum Beispiel vor 2 Wochen wieder hat mein Bruder mit dem Rücken Probleme gehabt und da hat Bernd eben mit dem Gerät hier in Heiko behandelt. Und ich kann sagen, eigentlich nach der ersten Behandlung war es weg, das Ganze, und wir konnten eben sofort wieder mit dem Training beginnen. Ich habe schon einige Therapiegeräte mir gekauft, die nach kurzem Anwenden schnell durchs Fenster hinaus geflogen sind, dadurch, dass sie höchst unwirksam sind. Das ist bei Grander das Gegenteil. Die ganze Produktpalette, die er so hat, das grenzt schon an Wunder, gerade hier im physikalischen Therapiebereich, wo ich es anwende. Aber wenn man Wunder versteht, was Wunder wirklich ist, dann ist Wunder nichts anderes als einfach fließende Natur. In dem Sinn hat Grander nichts anderes gemacht als Natur kopiert und zurück zum Menschen gebracht. Deswegen ist es so hocheffektiv. Die Natur ist das Vorbild. Sie verbirgt noch immer wesentlich mehr Geheimnisse, als sie preisgibt. Ja, mit dem Magnet. Der Papa hat damals die Magnete gekriegt gehabt und hat einen Beilagescheiben nach der anderen nachher gehabt. Und wir sind zum Lehrer gegangen und haben halt das verzählt und sagt, nein, das gibt's nicht, weil Magnete werden mit der Zeit einfach leer. Und der Papa hat gesagt, wenn du arbeiten lässt, dann verstärkt er sich sogar. Da wird die Zugkraft stärker. Und der wird nur schwächer, wenn du in einen Holzkistel hinaufkreuzt. Das ist für mich eigentlich, das habe ich von klar auf so gelernt. Und in der Schule habe ich auf einmal was anderes zu hören gekriegt. Und ich natürlich aufgezeigt und gesagt, das ist aber nicht so. Der Papa hat das so und so gesagt. Und dann bin ich so auf den Keks gegangen und habe ich wieder ein Minussee gefasst. Auf ein besonders eigenartiges physikalisches Rätsel ist auch der Techniker des Hauses Grander, Diplom-Ingenieur Hannes Larch, gestoßen. Das Interessante war, dass beide Kartuschen